Hey Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Denise und du hast gerade mein allererstes YouTube-Video angeklickt. Ich habe mich nämlich vor einigen Monaten, das war im Dezember, ich meine Ende Dezember 2024, habe ich mich dazu entschlossen, mit YouTube anzufangen. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile den 4. Mai. Es sind einige Monate vergangen, aber besser zu spät als nie, ne? Ja, also ich hätte niemals gedacht, ich bin jetzt ehrlich, ne? Direkt am Anfang alles raushauen. Nein, ich habe tatsächlich jetzt erst in diesem ganzen Prozess irgendwie herausgefunden, dass ich voll die perfektionistische Ader habe, weil normalerweise gehe ich die Dinge einfach direkt an. Ich mache einfach, ne? Aber in dem Fall war das nicht so, dass ich einfach so gemacht habe, sondern mir ständig Gedanken gemacht habe um alles Mögliche, statt einfach es durchzuziehen. Und ich habe mich schon einige Male vor die Kamera gesetzt und geredet. Letztendlich habe ich das Video dann doch gelöscht, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Aber ja, ich hoffe, dass ich jetzt dieses Mal zufrieden sein werde und nicht allzu viele unnötige Gedanken haben werde. Aber ja, das dazu. Jetzt geht's los. Ich werde dir jetzt erstmal einen kleinen Überblick geben, warum und weshalb ich jetzt hier überhaupt mit YouTube anfangen wollte und wer ich überhaupt bin, ne? Genau, damit du einfach ein besseres Bild von dem Ganzen bekommst. Also wie gesagt, ich bin Denise und es wird relativ viel christlichen Content geben. Also ich werde sehr, sehr viel über meinen Glauben sprechen, wie ich überhaupt zum Glauben gekommen bin. Also ich bin erstmal überhaupt nicht christlich aufgewachsen oder so. Ich bin erst vor 4 Jahren zum Glauben gekommen. Ich werde einfach so generell meine Erfahrungen hier teilen, meine Gedanken, meine Meinung zu bestimmten Themen und ich würde mich auch sehr, 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 sehr darüber freuen, wenn ihr auch in den Kommentaren eure Meinungen, eure Gedanken zu bestimmten Themen äußern würdet, sodass wir so einen kleinen Austausch haben einfach. Und ich denke, dass ich dann auch irgendwann auf diese Kommentare eingehen würde. Natürlich, wenn aber auch Interesse besteht, ne? Genau, also so stelle ich mir das Ganze vor. Außerdem würde ich auch sehr, sehr gerne Vlogs hochladen, euch so ein bisschen meinen Alltag zeigen oder auch meine Freundin hier einladen und mit denen über bestimmte Themen sprechen, je nachdem, was uns an dem Tag so bewegt. Also wirklich querbeet über Gott und die Welt, ne? Genau. Ansonsten, was mein Ziel hier ist auf YouTube, ist tatsächlich so viele Menschen wie möglich zu erreichen, sprich Christen, aber auch Menschen, die sich vielleicht auch mit dem Glauben auseinandersetzen im Moment, aber vielleicht sich noch nicht so ganz für Jesus Christus entschieden haben. Und ja, falls ich irgendwie noch andere Menschen erreiche, ist das auch ganz cool und auch interessant für die, die vielleicht auch einen anderen Glauben haben. Es ist ja immer nice, so verschiedene Perspektiven zu hören, denn ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt auf YouTube, die über Jesus sprechen und über das Evangelium, aber ich finde, jeder Mensch verpackt das Ganze auch noch mal ganz anders, weil in der Bibel haben wir ja auch 4 Evangelien. Da sehen wir ja auch noch mal, wie wichtig es ist, einfach das Evangelium aus anderen Perspektiven noch mal zu hören, also von anderen Menschen einfach, ne? Wir haben ja einmal Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Genau. Ansonsten, ach ja, nicht wundern, warum ich runtergucke. Ich habe hier meine Notizen, ja, also nicht irritieren lassen. Also was mir noch ziemlich wichtig ist, dass wir uns Christen gegenseitig hier auf diesem Kanal unterstützen und aufbauen im Glauben, denn es gibt schon so viel Leid auf dieser Erde und ich finde, dass wir es nicht unbedingt schlimmer machen müssen, ja, also wir kennen die frohe Botschaft, wir wissen, dass der Herr für uns ans Kreuz gegangen ist, obwohl er ganz genau wusste, was für Menschen wir sind und wie unser Innerstes aussieht, ja. Und er hat sich trotzdem entschieden, diese ganzen Qualen mitzumachen und sich dann ans Kreuz nageln zu lassen. Ja, deswegen finde ich, dass das einfach ein Grund ist, das Evangelium dankbar anzunehmen und dann voller Freude das Leben zu leben, was uns der Herr geschenkt hat. Ja, ich weiß, es ist nicht immer einfach, lebensfroh zu sein und die Dinge positiv zu sehen, aber sich etwas Mühe zu geben, seine Sorgen und seine Lasten Gott zu geben und es dann aber auch ruhen zu lassen, sich dann auf das Gute wieder zu fokussieren, wäre so das Mindeste, was wir dem Herrn geben könnten, meiner Meinung nach. Denn wir sollen ja ein lebendiges
Opfer sein. Ich meine, es steht ja auch geschrieben, dass wir alle unsere Lasten, Sorgen, Nöte ihm geben sollen. Und das bedeutet dann aber auch nicht mehr darüber nachzudenken, sondern es ihm zu geben, wie als würde man es auf den Altar stellen und dann Ruhe geben und mit dem weitermachen, was wir auch tun können, also was in unserer eigenen Macht steht, so gesehen. Und alles andere, was nicht in unserer Macht steht, geben wir dann dem Herrn. Bringt ja nichts, den ganzen Tag irgendwie zu weinen und zu trauern, wobei Trauer auch dazu gehört, versteht mich nicht falsch, es gehört auch dazu, zu weinen und alle möglichen Gefühle und Emotionen zu fühlen, sowieso, aber ich rede jetzt von dem Dauerzustand, ne? Tut der Psyche nicht gut, dem Immunsystem, alles drum und dran, auch der Beziehung mit dem Herrn nicht, daher, genau, ich hoffe, ich bin nicht irgendjemandem zu nahe getreten, ich hoffe, man hat jetzt meinen Punkt verstanden, genau. Ja, das dazu. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Was war das jetzt? Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse auch sehr, sehr gerne einen Kommentar. Sag mir, wie du das fandest. Falls du irgendwelche Ideen oder so hast, worüber ich sprechen sollte, dann ne, schreib es gerne in die Kommentare. Und ansonsten ach ja, Glocke nicht aktivieren, ne? Glocke, nee, erstmal den Kanal abonnieren und dann die Glocke aktivieren. So, das Outro muss ich noch ein bisschen einüben. Genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Oder einen schönen Abend. Bye, bye.